Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Goldholz TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Uwe von Metabo. Und wir sind hier bei Uwe in seinem Wohnzimmer. Uwe, ein absoluter Experte in der Bearbeitung von Metall, und das wollen wir auch aus dir machen. Wenn du das allererste Mal mit Metall arbeitest, beziehungsweise Metall trennen möchtest mit einem Winkelschleifer, ist das dein Video. Wenn du auch noch nicht so viel Erfahrung hast, genauso, denn wir wollen dir Schritt für Schritt zeigen, wie du sauber, ordentlich und vor allem auch sicher arbeitest und hier deine ersten Schnitte machst. Das hier heute ist das erste Video einer Serie, wo wir euch zeigen wollen, Schritt für Schritt, wie du ja, im weitesten Sinne Metall bearbeitest. Das Ganze mit dem Winkelschleifer, oder mal gucken, was uns noch alles so einfällt. Aber das Thema Metallbearbeitung ist ja für viele ein Buch mit 7 Siegeln. Weil wer das zuerst macht, denkt sich erstmal, ja, ist so eine Maschine, da dreht sich was, kommt Funken raus, tut weh, aua, aua, ja, mache ich das richtig? Und genau dafür, für dich ist dieses Video, für jemand, der noch keine Erfahrung hat und dem wir heute Schritt für Schritt einführen wollen in das Thema. Und da ist es so, dass wir heute einfach gesagt haben, okay, wir haben hier so ein Vierkantprofil und wollen hier einfach mal den ersten Schnitt machen und wollen heute dir erklären, Schritt für Schritt, was solltest du beachten. Ganz wichtig, wenn du jemand bist, der schon mal ein bisschen was mit Winkelschleifern gemacht hat, dann schau das Video trotzdem an, denn auch ich werde heute garantiert wieder was lernen von dir. Aber ganz kurz, wer bist du eigentlich? Ja, wie immer, ich bin der Uwe von Metabo und bin hier zuständig für die Schulungen. Und Winkelschleifer ist mein Metier, das heißt, immer wenn wir über Winkelschleifer sprechen, egal ob es über Sicherheitsthemen geht, ob es unsere Händler sind, ob es Endanwender sind, bin ich der Richtige für Winkelschleifer. Und dir ist das Thema Sicherheit wahrscheinlich auch sehr, sehr wichtig, aber genauso wie du immer wieder dieselben Fragen beantworten musst und immer wieder, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das. Und deswegen machen wir auch die Serie für euch, damit du vielleicht das ein bisschen weniger erklären kannst oder erklären musst. Ja? Deswegen machen wir auch heute die Serie und starten genau das. Wenn du spezielle Fragen hast, schreib es gerne mal unten in die Kommentare, dann haben wir schon das nächste Thema fürs nächste Video. Schritt Nummer 1, wie setze ich die Scheibe ein? Genau. Erstmal Akku raus. Ja? Sicherheit geht immer vor. Ganz, ganz wichtig. Und ich nehme immer Handschuhe, weil einfach die Scheiben, speziell wenn sie gebraucht sind, genutzt sind, ein bisschen scharfkantig sind. Dann die Mutter runter. Scheibe hat immer eine Trennscheibe, hat immer einerseits eine Seite, wo der Metallring nicht zu sehen ist. Auf der anderen Seite haben wir dann den Metallring. Eigentlich ist von der Position vollkommen egal. Die Scheibe schneidet immer, ja, also nicht wie eine Diamantscheibe. Hier kannst du drauf machen, wie du willst. Ich empfehle eigentlich immer, den Metallring Richtung Winkelschleifer zu setzen. Dann hat er eine bessere Stabilität. Sicherheit geht hier natürlich auch wiederum vor. Also Scheibe drauf, Mutter drauf. Und dann haben wir ja die Spindelarretierung da unten. Die drückt man dann und dann die Mutter anlegen, bis es nicht mehr weitergeht. Und jetzt noch an der Scheibe weiterhin drehen, bis es nicht mehr weitergeht. Bis sie wirklich drauf sitzt und jetzt kann es losgehen. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwie mit dem Schlüssel arbeiten, jetzt kann es losgehen. Schritt Nummer 2, wie führt man den Schnitt denn eigentlich aus? Wir machen es hier wie in der Fahrschule. Erst einmal, wie macht man es theoretisch? Und wir haben hier auch 2 verschiedene Materialien. Einmal ein flaches Material, hier quasi rund oder eckig, wäre jetzt auch egal, ein anderes Material. Ja. Was habe ich zu beachten? Also erstmal, wenn wir aufs Blech eingehen. Ganz, ganz wichtig, dass man 2 Möglichkeiten hat zu schneiden. Entweder ich ziehe den Winkelschleifer durch das Material oder ich schiebe den Winkelschleifer durch das Material. Riesenunterschied. Riesenunterschied. Also geht beides, klar. Aber ich würde immer empfehlen zu ziehen, weil einfach die Drehbewegung der Scheibe gegen meine Zugrichtung läuft. Das heißt, die Gefahr, dass der Winkelschleifer mir aus der Hand rutscht irgendwie beim Trennen, ist wesentlich, wesentlich geringer. Und ich habe eine viel höhere Kontrolle. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Nachteil, wenn wir so arbeiten, ich habe mir hier einen Strich hingemalt und will jetzt dem Strich hinterher fahren. Also, wo ist er denn? Ja, wo ist er jetzt? Genau. Also, diejenigen, die wirklich gut mit dem Winkelschleifer umgehen können, die schieben logischerweise bei sowas, weil die kann hundertprozentig sehen, wo ist mein Anriss und fahren dann hinterher. Der, wo zum ersten Mal mit so einem Gerät arbeitet, würde zuerst mal sagen, üb mal und zieh mal, weil dann ist es wesentlich einfacher und handlicher und auch sicherer bei der Anwendung. Und mein Tipp ist wirklich, ziehe das Material so lange, bis du es wirklich kannst. Nicht das Material, sondern den Winkelschleifer. Ich mache das immer noch. Also ich habe schon
dreimal mit dem Winkelschleifer was geschnitten, aber ich würde mir diese Bewegung nach vorne nicht zutrauen heute, weil dafür habe ich noch zu wenig Kontrolle über das Gerät, um das wirklich perfekt zu machen. Also finde ich zumindest. Ja, gehört also Übung dazu. Genau. Und dann, wenn du es dir irgendwann zutraust, dann probierst du dann gerne mal aus. Genau. Jetzt haben wir aber erstmal ein flaches Material. Wie machen wir das jetzt aber hier bei unserem Vierkantrohr? Vierkantrohr. Erstmal beide Materialien festspannen, also niemals mit der Hand festhalten und dann da rumschleifen wollen. Ja? Das ist mal ganz wichtig. Bei Vierkantmaterial, Vollmaterial ist es an sich immer wichtig, nicht mit Druck zu arbeiten. Wir sagen immer, lass die Maschine arbeiten und du bist an sich nur derjenige, der die Maschine führt. Wir sagen immer so eine oszillierende Bewegung, also so, wenn man das in so eine Richtung, also nicht wirklich starr durchs Material durchjagen, sondern gibt der Scheibe auch die Möglichkeit, ja, das Material frei zu arbeiten. Somit tut sich der Winkelschleifer leichter, die Scheibe tut sich leichter und ganz, ganz wichtig, ich tue mir auch leichter. Das heißt also in dem Moment nicht einfach nur draufhalten und dann das durchzuziehen, sondern dabei diese leichten oszillierenden Bewegungen. Genau, ja. Punkt Nummer 3, Thema Schutzhaube, ein sehr kontroverses Thema. Ganz, ganz viel in den Kommentaren sehe ich, Schutzhaube, das schmeiße ich sowieso ab, ich arbeite immer ohne. Was wäre deine Meinung dazu? Niemals wegschmeißen, auf den Winkelschleifer drauflassen, weil das System funktioniert hundertprozentig mit der Schutzhaube. Einerseits, die Funken bleiben von dir weg und andererseits, man muss sich immer überlegen, die Scheibe dreht sich unwahrscheinlich schnell und ich bin mit meiner zweiten Hand auch relativ nah an der Scheibe. Also ich würde auf gar keinen Fall die Schutzhaube wegmachen, weil die Schutzhaube kann mir ja schlüssellos verstellen. Also wo liegt das Problem? Also wir können das sehr einfach, sehr schnell richtig einstellen. Und was heißt auch richtig einstellen? Das heißt, die Schutzhaube sollte eben so sein, dass mich oder der Winkelschleifer, die Schutzhaube mich schützt und dass ich dann schön durchs Material durchschleifen kann oder trennen kann. Eine Sache will ich mal anschaulich noch mal so zeigen. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt keinen Griff dran, nur mal theoretisch. Und du schneidest hier irgendwas und irgendwas verkantet, dann ist das ganz schnell halt hier irgendwo an dir dran. Das willst du nicht. Ja, das ist immer so mein Gedanke. Und genau hier, wenn ich so arbeite oder wenn ich hier irgendwo, dann ist man ganz schnell mit der zweiten Hand dran. Das ist also für mich ist das essentiell und ich verstehe nicht, warum die Leute, die es dran lassen, immer als kein Profi bezeichnet werden. Dann bin ich auch kein Profi. Ja, dann ist es so. Ja? Okay, nächstes Thema, was ja auch heutzutage Vorschrift ist das hier. Ja? Jetzt treiben wir es ja noch weiter. Eine Haube auf der Haube, was war das denn? Das ist eine Trennschutzhaube. Das heißt, die Berufswissenschaft schreibt die vor, die liegt auch mit bei beim Winkelschleifer. Ja. Und das Thema ist ganz einfach, wie vorher erwähnt, die Scheibe dreht unwahrscheinlich schnell. Und die Funken, sehen wir nachher, wenn wir es live dann zeigen, dass die Funken hier seitlich dann auch rauskommen. Und vielleicht auch größere Partikel. Und wenn man sich überlegt, dass die Scheibe mit 280 Stundenkilometer sich dreht und hier kommt dir was entgegen, das ist nicht schön. Und deshalb hat die Berufswissenschaft gesagt, es muss diese Trennschutzhaube drauf, weil dann ist hier zu, da kann nichts Richtung Endanwender, nur weg vom Endanwender und deshalb Trennschutzhaube. Wir zeigen dir mal den Unterschied mit und ohne. Punkt Nummer 4. Beim Winkelschleifer liegt immer so ein völlig unnötiges Zubehör mit dabei. Wozu ist das eigentlich? Für dich vielleicht unnötig. Für mich gehört das Ding auf den Winkelschleifer drauf. Wir können einfach mal einen Test machen. So ein Winkelschleifer verhakt. Wir haben ja Sicherheitssysteme drin, dass da nichts passiert. Wenn aber der Zusatzangriff da nicht dran ist, dann passiert sowieso was, weil du bist nicht drauf gefasst. Und jetzt machen wir mal einfach eins. Ich drücke dagegen, so wie es dann beim Arbeiten passiert, und du hältst mal ohne Handgriff dagegen. Und wie gesagt, jetzt bist du ja drauf gefasst, dass da jetzt ein bisschen Energie dazu kommt. Kannst du den halten? Nee. Also komm, jetzt mal, maximal, ja? Komm, maximal. Dann nehme ich aber auch mehr Finger. Keine Chance. Ja? Und das Wichtige ist, und du hast was ganz Wichtiges gesagt, ich war drauf gefasst. Weil normalerweise hast du das Gerät ja schon kräftig in der Hand und so, aber du drückst ja nicht so wahnsinnig nach unten, sondern du hast es eigentlich relativ locker in der Hand. Ja. Und dann ist das hier nicht möglich. Und jetzt machen wir den Griff mal dran. So, jetzt habe ich ihn auch, ich sag mal so, wie ich normalerweise in der Hand hätte. Genau. Ja? Okay? Ja. So. Ja, und jetzt sehen wir, ich kann hier relativ gut halten. Und jetzt könntest du versuchen, mit maximal Wucht dagegen zu halten. Aber
selbst wenn, dann würde ich erstmal hier diese Bewegung haben und ich habe jetzt ja Schutzhaube, ich habe den Griff, ja, und ich habe deutlich mehr Kontrolle. Ja. Also der Griff ist kein sinnloses Zubehör, das ist kein Schickimicki, sondern nutzt den Griff und auch du arbeitest immer mit Griff. Auf jeden Fall. Wie gesagt, früher war es ja der Einhandwinkelschleifer. Das ist kein Einhandwinkelschleifer mehr, das ist ein Zweihandwinkelschleifer, halt kleiner. Deshalb beide Hände an die Maschine, du hast viel mehr Kontrolle. Und natürlich, wenn mal was passiert, dann passiert eben nichts. Ja, und ich kann bestätigen, ich habe dich schon ein paar Mal arbeiten sehen, ja, und du hast auch wirklich immer den Griff dran. Eine Frage, jetzt kann man den Griff dort jetzt festschrauben, aber auch auf der anderen Seite. Warum ist er auf beiden Seiten? Es hat damit zu tun, ich glaube, vorher haben wir uns kurz darüber unterhalten, Funkenflug. Ja, das heißt, jetzt wäre der Funkenflug zu mir her, was eigentlich auch der richtige Weg ist. Man kann den aber auf die andere Seite auch bringen. Und somit wäre der Funkenflug, wenn man die Schutzhaube natürlich jetzt auch richtig einstellt, von mir weg. Würde ich niemals empfehlen, weil gerade bei Metallanwendungen ist es einfach problematisch, dass mir der Winkelschleifer dann vielleicht entgegenkommt. Es gibt mal ein paar Anwendungen, aber nicht im Metall. Falls ihr euch wundert, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Wir sind hier in der Produktion, denn viele von euch wissen gar nicht, dass Metabo noch selber produziert, und zwar hier in Deutschland. Hier in Nürtingen, genau. Ja, genau. Wir sind hier in der Montage, das heißt, hier werden unsere Winkelschleifer montiert. Hier sind 5 Montagelinien, da hinten kommen nochmal 2. Und da heute, in dem System wurden heute 900 Watt Winkelschleifer mit einer 115er Scheibe montiert und ca. 440 in einer Schicht. Krass. Ja. Krass. Das heißt, eure Winkelschleife, wenn diese von Metabo kaufst, kommen genau von hier. Genau. Ja? Und wie hoch ist die Fertigungstiefe hier bei euch? Ja, bei Winkelschleifen würde ich fast sagen um die 80%. Das heißt, wir machen unsere Kunststoffgehäuse hier selber, wir machen unsere Stahlteile fürs Getriebe hier selber, wir machen unsere Motoren hier selber, wir machen die Aluminiumbearbeitung hier selber. Das heißt, was wir zukaufen, sind die Kabel, die Elektronik, die Schrauben, ja, können wir nicht selber machen. Aber so, ich schätze so um die 80% würden wir liegen, Fertigungstiefe bei Winkelschleifern, ja. Das ist schon krass. Und hier hinter uns sind die Kollegen fleißig am Zusammenbauen. Jetzt mal wieder zurück ins Studio. Schritt Nummer 5. Wir kommen jetzt endlich, wie bei der Fahrschule, dem Fahren näher. Ja? Gleich wird geschnitten. Aber die Frage ist, womit schneiden wir? Wir haben jetzt hier unser Profil. Wir haben eine ordentliche Wandstärke auch. Und das wollen wir jetzt schneiden. Die Frage ist jetzt, was ist das richtige Blatt? Und gibt es das richtige Blatt überhaupt? Nein, das richtige Blatt gibt es nicht. Mist. Es kommt auf die Anwendung drauf an. Das heißt, wir haben Scheiben, die von der Wandstärke unterschiedlich sind. 0,8 mm, 1 mm, 1,6 mm, 2 mm. Okay. Die Unterschiede ist immer, was mache ich damit? Also ich würde jetzt für einen Wald- und Wiesenanwender mal so ausgedrückt nicht unbedingt auf eine 08er gehen. Das ist so Karosseriebau, sehr filigran, sehr fein. Die 1.0er ist so die meistverkaufteste Scheibe in Deutschland. Ich würde persönlich immer auf eine 1.0er oder 1.6er gehen. Hintergrund, umso dünner die Scheibe, umso schneller geht's. Ja. Und du bringst weniger Wärme ins Material. Also wenn du irgendwas hast, das verzinkt ist, oder vielleicht auch Edelstahl irgendwann mal, wo du dann mit der Drehzahl runtergehst, umso dünner, umso weniger Wärme ins Material und somit keine Anlassfarben oder Anlauffarben. Ja. Warum nicht immer 08? Weil die Scheibe sehr, sehr dünn ist. Ja? Sie ist sehr labil und sie verschleißt auch natürlich sehr, sehr schnell. Und wenn ich damit jetzt so einen Vierkantrotor mitschneide, ist sie nur noch wohlgefallen. Also von dem her, sie macht Sinn für spezielle Anwendungen, aber nicht für jetzt so ein Vierkantmaterial oder für Vollmaterial da gleich gar nicht. Ja. Also in dem Fall hier würdest du die 1.0er empfehlen? 1.0er. Ein Hinweis, wir sprechen ja hier wirklich mit für komplette Anfänger, jemand, der wenig Erfahrung hat. Jetzt haben wir hier die Scheibe, die ist jetzt nagelneu oder fast noch nagelneu, sagen wir mal. Ja, wie ist das Thema, die wird ja immer kleiner mit der Zeit. Ja? Genau. Was ist da zu beachten? Also umso kleiner die Scheibe wird, umso geringer wird die Umfangsgeschwindigkeit. Das heißt, das Schneiden macht nicht mehr so viel Spaß, es geht nicht mehr so schnell und logischerweise meine Trenntiefe wird immer kleiner. Somit natürlich, umso länger ich damit arbeite, umso dünner wird mein Material, was ich trennen kann. Aber es ist völlig normal. Also das kann sich ja auch jemand die Frage stellen, Mensch, warum mache ich irgendwas falsch? Die Scheibe wird immer kleiner. Nein, das ist ganz normal. Sie nutzt sich halt immer weiter ab und irgendwann wirst du so ein Rohr hier oder so ein Profil gar nicht mehr schneiden können. Nee, oder du musst dann drehen. Ja, du hast keinen Spaß mehr, nimmst eine neue Scheibe. Ja. Und das ist auch die richtige Scheibe, um dann nachher auch ein bisschen zu schrubben, oder? Auf gar keinen Fall. Also bitte mit einer Trennscheibe niemals schrubben. Die Seitenlast ist zu hoch, die könnte brechen. Und ich glaube, irgendwann haben wir es mal erwähnt,
hohe Geschwindigkeit, 280 Stundenkilometer. Das heißt, wenn die bricht, das ist kein Spaß. Also da gibt es wirklich spezielle Schrubbscheiben dafür. Es gibt eine Scheibe, eine spezielle, da darfst du beides damit machen, drinnen und schrubben. Aber ich empfehle beim Drinnen eine Trinnscheibe und wenn ich dann entgrade, dann eben eine Fächerlamelle oder eine Schrubbscheibe drauf zu machen. Um euch das mal anschaulich zu zeigen, die Scheibe hier hält hier natürlich eine Menge aus. Also hier, dafür ist sie gemacht, aber eben in dem Bereich überhaupt nicht. Und wenn ich jetzt minimal Kraft aufwende, wie ich es beim Schrubben halt auch machen würde, dann ist halt hin. Ja? Genau. Und das geht rucki zucki und dann ist die sich durchgebrochen und das will man nicht. Und da ist auch wirklich die größte Unfallgefahr. Ja? Und für euch ein Hinweis, wenn du den passenden Winkelschleifer kaufen möchtest oder das passende Zubehör, das haben wir dir unten verlinkt im verschiedenen Preisbereichen. Wir sagen Einsteiger, fortgeschrittene Profi, mit Kabel, ohne Kabel, alles unten als Empfehlung von uns beiden. Schritt Nummer 6 und jetzt geht es langsam quasi auf die Straße. Wir wollen jetzt endlich den ersten Schnitt machen, aber dabei ist eine Sache zu beachten und zwar das Thema Funken. Ja, also zum Winkelschleifer produziert unwahrscheinlich viel Funken. Du kannst das ein bisschen beeinflussen über die Einstellung deiner Schutzhaube. Das heißt, wenn die jetzt so steht, stehst du ja volles Programm im Funkenflug, bring die Haube einfach auf eine Position, wo du dann eben von der Schutzhaube geschützt wirst. Ganz, ganz wichtig, geh auch ein bisschen auf die Seite. Was ich immer sage, test ein bisschen, ja, guck, wo die Funken hinfliegen und guck auch, was hinter dir ist. Ja, also brennbare Materialien sollten da nicht unbedingt rumstehen, Glasscheiben sollten da vielleicht nicht sein. Also von dem her ein bisschen gucken, was um dir drumherum ist und dann kann es losgehen. Genau, also passt wirklich ganz genau auf, was hinter dir ist. Ja? Also jetzt sollte jetzt nicht noch eine Acetylenanlage irgendwo rumstehen ja? Oder ähnliches. Keine Ahnung, was da brennbar ist. Benzintank, ja? Ja. Aber das ist jetzt alles ein bisschen lustig. Aber es sind ja auch solche Sachen wie, wenn unter dir zum Beispiel ein schönes Parkett liegt, das musst du schützen. Ja? Musst du dran denken. Genauso wie im Zweifel deine Kleidung, zieh dir nicht deine beste Hose an und so weiter und so fort. Aber jetzt wird geschnitten. Ihr habt jetzt gerade gesehen, wie leicht und einfach der Schnitt geht, wenn man ein paar Grundregeln beachtet und wenn man auch nicht zu viel Respekt davor hat. Habt Respekt davor, aber ihr müsst jetzt auch keine Angst davor haben. Das ist ein einfacher Schnitt. Wenn du die Maschine im Griff hast, dann geht das auch. Genau. Ja, man hat auch eben gut gesehen, Funken ohne Ende. Das heißt, schütze dich. Ja, und beim Winkelschleifer sollte man einige Dinge machen. Man sieht ja dich in Vollmontur. Ja? Vielleicht kannst du ein paar Dinge dazu sagen, was man zu Hause auf jeden Fall beachten sollte. Ja. Also auf jeden Fall, man sieht es, ich habe Gehörschutz drin. Wir liegen hier über 85 dB, somit Gehörschutz tragen. Ganz, ganz, ganz wichtig, die Schutzbrille. Da würde ich einfach darauf achten, auch wenn ich Brillenträger bin, dann eine über meine normale Brille zu kaufen. Dann des Weiteren, nicht jeder ist jetzt so elegant ausgestattet wie ich. Ich würde immer darauf achten, eine Jeans zum Beispiel und keine Kunststofffasern einzusetzen. Das brennt einfach das rein. Brennt, das schmilzt und natürlich weggehen vom Funkenflug. Idealerweise immer Leder. Und Handschuhe sind jetzt bei Winkelschleifer empfohlen sogar, weil ich eben mit heißen Materialien arbeite. Wenn ich mit tränenden Teilen arbeite, wie eine Bohrmaschine, sagt man lieber nicht, können sich reinwickeln. Jetzt bei Winkelschleifer sagt man, bitte Handschuhe tragen, am besten auch Lederhandschuhe. Ja, also ihr seht, es ist im Grunde auch nicht so viel. Es ist ein Handschuh, eine Brille, Ohrschützer, eine vernünftige Sachen anziehen. Ja? Wenn du eine gute Arbeitshose hast, geht natürlich genauso. Genau. Und dann ist es das auch schon. Ein kleiner Hinweis für die Brillenträger. Ja, ich habe eine Brille auf. Naja, das Problem ist, wenn dann Funke reinkommt, ist deine Kunststoffbrille halt auch hin. Ja? Dann brennt sich das ins Glas und dann guckst du im Zweifel auch nicht mehr schön. Ist das Auge zwar geschützt, aber dann brauchst du eine neue Brille. Also insofern auch blöd. Dann kaufst du dir für ein paar Euro eine Schutzausrüstung. Übrigens, Schutzausrüstung haben wir dir auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kostet nicht viel, bringt aber viel. Ja? Und jetzt sind wir durch, jetzt haben wir den ersten Schnitt gemacht und ihr seid erstmal grundsätzlich gewappnet. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was interessiert euch? Was ist das nächste Thema, was wir uns hier anschauen können? Ich bedanke mich bei dir, ja? Und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.